In diesem Video will ich dir einmal meinen eigenen Erfahrungsbericht schildern von meiner eigenen Auswanderung, wie ich vor 25 Jahren Deutschland verlassen habe, die EU verlassen habe und in die Schweiz umgezogen sind, was meine Motive waren, was ich mir davon versprochen habe, ob meine Hoffnungen dann in der Schweiz erfüllt worden sind und wie es danach weitergegangen ist. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Schweiz ist und bleibt das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen. Über 20.000 Deutsche ziehen pro Jahr in die Schweiz um. Und es ist natürlich auch kein Wunder. Die Schweiz ist ein Land, wo die Dinge noch funktionieren. Sie ist nicht in der EU. Sie hat eine starke Währung. Man kann sehr gut verdienen, oft das Doppelte und Dreifache wie in Deutschland, zahlt aber gleichzeitig nur 1/3 bis die Hälfte der Steuern. Kein Wunder also, dass so viele deutsche Leistungsträger in die Schweiz auswandern, auch wenn es vielleicht nur auf temporärer Basis ist und weil man das Gefühl hat, ich muss einfach weg und man weiß noch nicht so genau, wohin es später gehen soll. Deswegen veranstalten wir regelmäßig unser Seminar Auswandern in die Schweiz, wo wir dir in 2 Tagen einen sehr umfassenden, sehr detaillierten Überblick zu allen rechtlichen und steuerlichen Fragen rund um den Wegzug, die Auswanderung in die Schweiz geben. Welcher Kanton ist der steuergünstigste? Was musst du in Deutschland beachten? Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung, erweitert beschränkte Steuerpflicht, Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, also Stichwort überdachende Besteuerung. Was musst du wissen zum Thema Unternehmensgründung in der Schweiz? Welcher Kanton ist hier am besten? Was musst du wissen zum Thema Aufenthaltsbewilligung, also B-Bewilligung, C-Bewilligung? Wie kannst du später die Schweizer Staatsbürgerschaft erlangen? 2 Tage intensives Seminar in Zürich. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Alle Termine auf unserer Webseite. Weitere Details hier in der Beschreibung zu diesem Video. Eine der häufigsten Fragen, die ich persönlich gestellt bekomme von Mandanten oder auch hier in unserer Community auf YouTube, ist die Frage: Sebastian, erzähl uns doch mal etwas von deiner eigenen Auswanderungsgeschichte. Immer wieder gibt es ja in den Videos auch Fragmente, die ich dort einfließen lasse. Ich habe das Ganze auch schon mal an diversen Stellen detailliert beschrieben, auch auf unserer Webseite zum Teil. Aber ich habe gedacht, machen wir noch mal ein Video, wo ich dir meine Auswanderung im Detail beschreibe, was meine Motive waren, was ich mir davon versprochen habe, ob dann auch meine Hoffnungen erfüllt worden sind, ob ich enttäuscht war, wie es danach weitergegangen ist, etc. pp. Also ich habe Deutschland schon vor 25 Jahren verlassen, nämlich im Jahr 2000. Ich bin damals von Deutschland in die Schweiz ausgewandert. Das hatte folgende Bewandtnis. Ich bin ja in der deutsch-schweizer Grenzregion aufgewachsen, im sogenannten Dreiländereck in Freiburg im Breisgau. Habe ich dann später noch weiter südlich bewegt und dann im Grunde genommen direkt an der Schweizer Grenze dort im Schwarzwald gelebt und arbeitete in der Schweiz bei PwC, PricewaterhouseCoopers, in der Unternehmensberatung in Zürich. Damals war ich Anfang 20. Ich war Grenzgänger. Du weißt vielleicht, was ein Grenzgänger ist. Der wohnt in Deutschland, fährt jeden Tag mit dem Auto in die Schweiz, am Abend wieder zurück. Steuern werden in Deutschland bezahlt, also du hast natürlich keinerlei steuerliche Vorteile. Du hast natürlich den Vorteil, dass du in der Schweiz in der Regel mehr verdienst und in Deutschland dann die geringeren Lebenshaltungskosten hast. Also das ist natürlich schon ein Vorteil, aber steuerliche Vorteile gibt es keine. Du musst in Deutschland dein Einkommen versteuern. Ich hatte damals trotz junger Jahre schon eine Familie. Ich war verheiratet. Ich hatte damals 3 Kinder. Ja, ich habe sehr früh angefangen. Das ist sicherlich so. Und wie gesagt, mein Arbeitsplatz war in Zürich. Zu dem Zeitpunkt, das weißt du vielleicht oder vielleicht auch nicht, war PwC und insbesondere die Seite der Unternehmensberatung sehr stark aktiv in großen IT-Rollouts, ERP-Projekte, andere Software-Projekte. Sehr bekannt zum Beispiel das SAP-Rollout bei Nestlé in der Schweiz. Ein gigantisches Projekt, das 6 oder 7 Jahre lang gedauert hat. Und PwC war da praktisch bei allen großen Schweizer Unternehmen aktiv, eben nicht nur in der Wirtschaftsprüfung, sondern auch in der Unternehmensberatung, was ja auch ein Punkt war, was diesen großen Beratungsunternehmen dann immer vorgeworfen wurde, nämlich hier ein Mangel an Unabhängigkeit. Aber das ist natürlich ein komplett anderes Thema. Wie du dir das sicherlich vorstellen kannst, wenn man in so großen Projekten tätig ist, dann ist es ganz normal, dass man am Wochenende arbeitet, gerade wenn die Projekte IT-lastig sind. IT-Rollouts finden ja traditionell am Wochenende statt, wenn die User nicht im Office sind, wenn man ein bisschen Pause hat vom Tagesgeschäft. Jeder, der eine Tätigkeit hat, die mit IT zu tun hat, der weiß, dass die Wochenenden extrem intensiv sein können.
Und tatsächlich war es auch bei mir so, ich habe mindestens damals jedes zweite Wochenende voll gearbeitet. Und damit meine ich dann Freitagabend bis Mitternacht, den ganzen Samstag, den ganzen Sonntag. Ja, also wie gesagt, damals war man noch jung, da hat einen das nicht gestört und das Beratungsbusiness ist ja auch bekannt für solche langen Arbeitszeiten, wenn man da so als junger Spund anfängt und dann macht einem das auch nichts aus. Also mir hat es viel Spaß gemacht, sehr viel gelernt, sehr interessante Menschen kennengelernt. Tatsächlich war ich dann auch an Wochenenden vielfach in der Schweiz unterwegs, in Genf, in Lugano, Lausanne und konnte nicht nach Hause kommen. Und hier gibt es jetzt eine sehr interessante steuerliche Regelung, wenn du Grenzgänger bist. Also das heißt, wenn du in Deutschland wohnst, du fährst jeden Tag in die Schweiz zum Arbeiten, du bezahlst in Deutschland Steuern. Wenn du nämlich an mehr als 60 Tage nicht nach Deutschland zurückkehren kannst, weil du in der Schweiz arbeiten musst und du kannst am Abend nicht zu Hause zurückkehren, weil es zu spät ist oder weil die Distanz zu groß ist, dann bildest du sogenannte schädliche Tage. Und wenn du mehr als 60 schädliche Tage hast, dann ist dein Arbeitseinkommen eben nicht mehr in Deutschland zu versteuern, sondern in der Schweiz. Und das war bei mir genau der Fall. Wie gesagt, ich hatte es ja gerade beschrieben. Ich konnte in dem einen Jahr, um das es ging, an weit mehr als 60 Tagen nicht nach Hause zurückkehren, weil ich eben in die Projektarbeit involviert war und ich war irgendwo weit weg von Zürich, wenn man das in der Schweiz so sagen kann. Also immerhin Genf, Lausanne, Lugano, das sind dann schon 3-4 Stunden natürlich an die deutsche Grenze gewesen. Also ich konnte nicht nach Hause zurückkehren, das wäre unzumutbar gewesen. Ich habe natürlich da ein Hotel übernachtet. Also diese Bedingungen dafür, die habe ich ganz klar erfüllt und das hat natürlich auch hier PwC bestätigt, keine Frage. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du junger Familienvater bist und du hast Kinder und du hast eine Frau, dann ist das natürlich für die Familie nicht besonders angenehm, muss man ganz klar sagen, da leidet die Familie dann mit. Also das braucht schon eine gewisse Opferbereitschaft. Aber natürlich, wenn man dann den Vorteil hat, dass man Steuern in der Schweiz bezahlt, dann nimmt man das gerne in Kauf. Dann sagt man sich, okay, wir sind eine junge Familie, wir wollen vielleicht sparen, um uns ein Haus zu kaufen. Also nehmen wir das in Kauf und ist der Papa eben weg an den Wochenenden. Was macht das für einen Unterschied? Also die Steuern in der Schweiz sind ja sensationell günstig. Das muss man sagen. Es hängt natürlich vom Kanton ab, aber du kannst davon ausgehen, wenn du in der Schweiz arbeitest und in der Schweiz versteuerst, dann wirst du selbst in den relativ teuren Kantonen weitaus weniger Steuern zahlen als in Deutschland. Wenn du verheiratet bist, 3 Kinder hast, dann belaufen sich die Steuern, sagen wir mal, bei einem Einkommen von 120, 150 oder sogar 180.000 auf irgendwo zwischen 5 und 10%. Ja, also extrem wenig im Vergleich zu Deutschland. Und wie gesagt, dann nimmt man natürlich gerne dieses Opfer in Kauf. Also ich habe mich hier hundertprozentig natürlich an die Regeln gehalten. Ich habe die Regeln übererfüllt und ich reichte dann meine Steuererklärung in Deutschland ein. Hatte natürlich leider einen Steuerberater, wie es sicherlich vielen so geht. Und das kennt ihr sicherlich das Problem, der leider sehr inkompetent war. Denn wir reichen diese Steuererklärung ein. Wir sagen, okay, ich habe die 60-Tage-Regelung hier in Anspruch genommen. Also das heißt, Steuern werden in der Schweiz bezahlt, nicht in Deutschland. Und ich meine, wenn du das machst, dann planst du ja letztlich damit, ja. Also dann weißt du schon, okay, ich muss keine Steuern in Deutschland bezahlen. Was mache ich mit dem Geld? Ich spare das für das Haus oder ich mache sonst irgendwas anderes. Das heißt also, das Geld hast du dann natürlich schon verplant, gerade wenn du jung bist und jetzt nicht besonders große Reserven hast. Mit großem Schrecken musste ich dann ein Schreiben lesen des Finanzamtes, dass das Finanzamt sagt, naja, leider, Herr Sauborn, wir erkennen Ihre 60 Tage nicht an, denn grundsätzlich zählen Wochenenden nicht zu schädlichen Tagen, denn es muss ja niemand am Wochenende arbeiten. Also wenn Sie sagen, dass Sie da arbeiten müssen in der Schweiz, dann ist das gelogen, dann ist das eine Ausrede. Niemand muss am Wochenende arbeiten. Also jetzt, ich zitiere jetzt hier nicht wortgenau, sondern einfach sinngemäß. Ja. Tatsächlich ist das ein Problem. Ich meine, ich sage das auch immer wieder unseren Mandanten heute, die diese Regelung in Anspruch nehmen wollen. Das ist tatsächlich eine bekannte Schwachstelle. Das heißt, wer am Wochenende arbeitet, der soll nicht davon ausgehen, dass das Finanzamt das mit berücksichtigt bei der Berechnung der 60 Tage. Wie gesagt, leider ein inkompetenter Steuerberater gehabt, hätte es mir ja vorher sagen können, dann hätte ich mich vielleicht auch anders verhalten. Aber es kam, wie es kommen musste. Das Finanzamt hat sich nicht breitschlagen lassen, hatte keine Gnade mit mir, dem jungen Familienvater. Und dann habe ich mir gesagt, wisst ihr was, Leute, jetzt könnt ihr mich mal. Das werde ich so nicht mehr mitmachen. Man hat ja als junger Mensch einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, ist ja da auch sehr leidenschaftlich. Ja. Und natürlich jetzt die Steuer zahlen zu müssen, das war die eine Sache. Aber es ist auch einfach dieses Gefühl, so komplett verarscht geworden zu sein vom Staat, denn man hat sich ja an die Regeln gehalten. Man hat als Familie
diese Opfer auf sich genommen, diese Einschränkungen, eben mit dem Wissen, dass man natürlich dann auch als Familie davon entsprechend finanziell profitiert und dann vielleicht dort Kapital aufbauen kann. Und man fühlt sich dann ehrlich gesagt komplett betrogen und auch alleine gelassen. Ja? Man denkt immer, Deutschland, das steht für Rechtssicherheit, das steht für Verlässlichkeit, das steht für Verbindlichkeit. Ich halte mich an die Regeln, ich habe die Regeln davor gekannt und ich achte darauf, dass ich die Regeln einhalte. Ich habe es genau dokumentiert mit Hotelrechnung etc. pp. Und es wird am Ende dann nicht anerkannt. Und das fand ich so extrem ungerecht. Ja? Und dann habe ich mir gesagt, naja, jetzt bin ich ja noch relativ jung und arm. Jetzt habe ich ja kein großes Vermögen. Jetzt habe ich zwar dieses Einkommen und jetzt werde ich hier mehr Steuern in Deutschland bezahlen müssen. Aber wie wird das erstmal sein, wenn man mal wohlhabender ist, wenn man mal erfolgreicher ist, wenn man vielleicht mal ein Unternehmen aufgebaut hat? Das sind ja alles Sachen, die ich mir vorstellen konnte, zumindestens, die ich vielleicht gerne machen wollte. Wenn man schon so als kleiner Mann, sage ich mal, so drangsaliert wird, wie wird es erst sein, wenn es dann richtig was zu holen gibt für die Behörden? Und wenn Deutschland als das wichtigste Land in der EU so tickt, was sagt das eigentlich erst über die EU aus? Deutschland beeinflusst ja die Regeln in der EU ganz entscheidend. Wenn jetzt also das deutsche Finanzamt so willkürlich, wie es mir damals erschien, handelt, was sagt das eigentlich über die EU aus und was sagt das eigentlich aus, in welche Richtung wir uns als Land und auch als EU entwickeln? Und auch wenn ich natürlich jetzt nicht in die Zukunft schauen konnte, keine Glaskugel habe und auch jetzt in den Details nicht so reflektiert bin, wie ich es heute bin, natürlich aufgrund meiner Tätigkeit, habe ich mir schon gedacht, da schwant mir eigentlich Böses, das kann nicht gut gehen. Ich muss hier raus. Ja. Nun muss ich sagen, ich wollte schon immer weg aus Deutschland. Das war jetzt nicht wirklich was Neues. Das war jetzt sozusagen nur eigentlich der Tritt in den Hintern, ja, der Wink mit dem Zaunpfahl, ja, wirklich Deutschland zu verlassen. Ich wollte schon immer weg. Ich wollte in die USA. Vor allen Dingen habe ich ja dann später auch gemacht. Aber jetzt habe ich ganz dringend das Bedürfnis gehabt, im Grunde Deutschland zu verlassen. Und weil es dann einfach naheliegend war, bin ich dann in die Schweiz umgezogen. Wie gesagt, ich hatte ja dort eine Tätigkeit. Die Schweiz war mir sehr vertraut. Ich konnte jetzt für mich hier persönlich, auch da ich ja Familie hatte, keinen Weg sehen, wie ich jetzt in die USA sofort hätte umziehen können oder auch nach UK oder irgendwo anders hin. Aber die Schweiz, wie gesagt, das war naheliegend, das sage ich direkt vor meiner Haustür. Da war ich sowieso jeden Tag. Ich kannte die Schweizer. Ich hatte mit der Schweizer Mentalität absolut überhaupt keine Probleme. Mir hat es da sehr gut gefallen. Ich habe da gern gearbeitet. Hohe Lebensqualität. Und so ist es dann gekommen. Ich habe dann die B-Bewilligung in der Schweiz gesucht. Ich habe mir den steuergünstigsten Ort in der Schweiz ausgesucht. Und wie gesagt, in der Schweiz hängt ja die Steuer, die du bezahlst, ab von der Gemeinde und natürlich vom Kanton, in dem du lebst. Damals war der steuergünstigste Ort Freienbach. Freienbach ist im Kanton Schwyz an der Zürichsee-Seite, also ungefähr nach Zürich 45 Minuten mit der S-Bahn. Ist auch heute übrigens noch sehr steuergünstig, kann ich dir nur empfehlen. Aber wie gesagt, die Kantone und auch die Gemeinden liegen ja im Wettbewerb zueinander. Also das ändert sich so jedes Jahr ein bisschen und hängt auch von Parametern ab, wie jetzt Familienstand, Kinder, Höhe des Einkommens und so weiter und so fort. Aber damals war es ganz eindeutig Freienbach. Da bin ich hingezogen, habe dort ein Haus gemietet und habe dann letztlich ab dann in der Schweiz gewohnt. Ja. Das Ganze war ziemlich straightforward, muss man sagen, weil ich das Ganze gemacht habe, bevor eigentlich noch die Personenfreizügigkeit hier aufgrund der bilateralen Verträge gegolten hat. Also in meinem Fall war das Ganze tatsächlich noch leicht komplizierter, aber es hat dann trotzdem natürlich funktioniert. Und wenn ich heute mit Mandanten rede, dann erlebe ich vielfach das Gleiche. Also die Schweiz ist eben das, was naheliegend ist. Man ist sich jetzt hinsichtlich anderer Länder nicht so sicher, aber man hat dieses dringende Bedürfnis, aus Deutschland wegzugehen, weil man eben weiß, dass da irgendwas im Busch ist. Das ist nämlich ganz geheuer. Und auch natürlich aus der EU. Natürlich, die Schweiz ist nicht perfekt. Ja, wie gesagt, als jemand, der im Grenzgebiet der Schweiz aufgewandert ist, war ich ja sowieso viel in der Schweiz und ich war als Grenzgänger, hatte ich ja erzählt, in der Schweiz tätig. Aber die Schweiz war natürlich nicht perfekt. Das war ganz klar. So, wenn ich jetzt negativ bin oder ein bisschen zynisch, dann würde ich sagen, die Schweizer sind vielleicht kleinkariert, sind vielleicht etwas verschlossen, wobei ich hatte überhaupt kein Problem diesbezüglich, weil ich hatte ja sowieso in einem internationalen Umfeld gearbeitet, da waren viele Deutsche und andere Nicht-Schweizer, also wir hatten ja bei uns im Team zum Beispiel absolut überhaupt keine Probleme diesbezüglich. Aber das sind so die Dinge, das muss man natürlich wissen. Auch wie man das Ganze steuerlich hinkriegt, muss man sich auch genau anschauen. Da gibt es jetzt auch keine einfache Antwort unbedingt. Die Schweiz ist jetzt nicht unbedingt so wie Dubai, wo man einfach hinzieht und dann zahlt man keine Steuern mehr, sondern da muss man schon einige Dinge beachten. Und es ist vielleicht auch nicht für jeden wirklich was. Aber eben als Deutscher, dem vielleicht auch die Sprache wichtig ist, der im Englischen nicht so zu Hause ist, dem der Lebensstil, die Mentalität und so die Begriffe des täglichen Lebens vertraut sein sollen, für den ist sicherlich die Schweiz eine sehr gute Möglichkeit.
Ich war dann insgesamt 3 Jahre in der Schweiz. Ich bin dann von der Schweiz nach UK umgezogen. Wie gesagt, also es war für mich schon immer so, dass es mich in den englischsprachigen Raum gezogen hat, schon seit ich Teenager bin. Im Grunde immer nach Amerika. Ich war immer ein großer Karl-May-Romantiker, muss ich sagen, ja. Und wie gesagt, am Ende bin ich dann auch in den USA gewandert. Aber erstmal ging es dann eigentlich in den UK. Aber für mich eben dieser Schritt, erstmal in die Schweiz zu gehen, das war auf jeden Fall sehr wichtig, denn da war man dann schon mal aus Deutschland raus. Und da sollte man sich jetzt keine Illusionen hingeben, auch wenn man in die Schweiz umzieht und vieles ist ähnlich wie in Deutschland, ist es sicherlich etwas anderes. Ja, man fühlt sich sicherlich als Fremdkörper in einem fremden Land. Die Details des täglichen Lebens sind dann schon anders als die in Deutschland. Nicht, dass man diese Herausforderung nicht meistern könnte, aber das sollte man schon wissen. Da habe ich dann entsprechend Leute kennengelernt, Kollegen. Das war natürlich in diesem internationalen Umfeld auch immer gut. Und überdies ist mir dann eigentlich klar geworden, wie ich dann nach UK erst gehen kann, später in die USA. Also ich bin dann im Jahr 2003 nach UK umgezogen mit Familie. Aber wir hatten 3 sehr schöne Jahre in der Schweiz. Ich wäre auch noch länger geblieben. Aber wie gesagt, für mich war es von Anfang an immer nur temporär. Ich wollte immer weiter weg. Was mich auch viele fragen ist, würdest du das heute immer noch machen? Jetzt hat sich ja vieles geändert. Wir sehen ja auch zum Teil besorgniserregende Entwicklungen in der Schweiz. Sagen wir mal das Thema digitale ID, das Thema EU-Mitgliedschaft geistert so da immer rum. Das Thema Neutralität ist ein Problem. Dann gibt es immer wieder mal Volksabstimmungen, dass dort eine Reichensteuer eingeführt werden soll. Es gibt ja auch in der Schweiz eine Vermögensteuer. Das heißt, die Frage, würde ich das heute immer noch machen oder wäre mir heute die Schweiz letztlich zu gefährlich, in Anführungszeichen, zu nah an der EU, zu nah an Deutschland? Ich würde sagen, ich würde es heute auf jeden Fall immer noch so machen. Das Wichtigste sollte für dich eigentlich sein, wenn du in Deutschland wohnst und jetzt Leistungsträger in Deutschland bist, dass du Deutschland verlässt. Du weißt ja, das Finanzamt hat bis zu 10 Jahre Zugriff auf dich, nachdem du Deutschland verlassen hast. Das heißt, je früher die Uhr anfängt zu ticken, desto besser ist es im Grunde genommen, ja. Und ein paar Jahre in der Schweiz, sage ich mal, zu verbringen, um sich dann vielleicht ein anderes Land zu suchen, wo man leben kann, halte ich auf jeden Fall für 100%ig sinnvoll. Ich halte die Schweiz nach wie vor für freier als Deutschland. Sie ist nicht in der EU. Sie hat eine sehr gute Währung, gute Banken. Das heißt, trotz all dieser kritischen Punkte halte ich die Schweiz auf jeden Fall noch für eine bessere Alternative als Deutschland, zumindest in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Was danach kommt, wer weiß, das muss man dann sehen. Aber wie gesagt, allein schon die Tatsache, dass du als Deutscher aus Deutschland rauskommst, wird dir helfen, dass die Uhr tickt. Allein schon, dass du als Deutscher aus Deutschland rauskommst, wird dir helfen, dass die Uhr anfängt zu ticken. Du kannst dann die 10 Jahre im Worst Case bei der weiter beschränkten Steuerpflicht schon mal anfangen abzusitzen. Und wenn du eine Tätigkeit hast, die du ohne weiteres aus der Schweiz ausüben kannst, dann ist das sicherlich von Vorteil. Außerdem ist natürlich die Schweiz auch unter bestimmten Bedingungen und Konfigurationen gerade aus deutscher Sicht nicht uninteressant, wenn es um das Thema zum Beispiel Wegzugsteuer geht. Durch die überdachende Besteuerung hat ja Deutschland noch 5 Jahre ein Besteuerungsrecht auf Anteile von deutschen Kapitalgesellschaften, die du verkaufst. Das heißt, du wirst eigentlich im Grunde genommen unter Vermeidung der Wegzugsteuer in die Schweiz umziehen können und zumindest 5 Jahre lang das Thema Wegzugsteuer nicht haben. Du kannst möglicherweise das Unternehmen derzeit verkaufen oder entsprechend dann umstrukturieren in Deutschland, aber das kann es möglicherweise auch einfacher machen, einfacher zum Beispiel als jetzt andere Länder, wo es entsprechende Regelungen im Doppelbesteuerungsabkommen nicht gibt, die Deutschland nach wie vor ein Besteuerungsrecht geben. Und heute muss ich sagen, die Schweiz ist nach wie vor auch für unsere Mandanten interessant. Sie ist neben den USA, Spanien und Dubai sicherlich eins der Top-Auswanderungsländer, in welches unsere Mandanten auswandern. Das Interesse aus meiner Sicht ist ungebrochen oder ist sogar noch am Steigen. Wir sehen das ja, es gibt auch diverse YouTube-Persönlichkeiten, die in die Schweiz ausgewandert sind, aus den bekannten Gründen. Wir haben auch einige Mandanten, die dort die Schweizer Staatsbürgerschaft angenommen haben. Das ist ja relativ einfach, wenn du Kinder hast. Das heißt, wenn du Kinder hast und sowieso im Grunde örtlich gebunden bist und irgendwo wohnen musst, bis die Kinder mit der Schule fertig sind, dann sind ja 10 Jahre, sage ich mal, relativ schnell rum. Ja, und nach 10 Jahren in der Schweiz hast du dann 2 Vorteile. Erstens, du bist aus dem deutschen steuerlichen System komplett draußen. Thema erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Und zweitens kannst du den Schweizer Pass haben. Ja? Das heißt, wenn man etwas langfristiger denken will und kann, gerade weil man zum Beispiel Kinder hat, die vielleicht dann in der Schweiz die Schule beenden oder durchlaufen können, dann ist das sicherlich ebenfalls eine interessante Option. In diesem Sinne, wenn auch du vorhast, in die Schweiz auszuwandern, wenn das für dich ein Thema ist, dann würde ich mich natürlich freuen, dich bei unserem Seminar in Zürich begrüßen zu dürfen. Auswandern in die Schweiz, sehr intensiv, sehr interessant. Neben mir sind natürlich dann auch ein paar Schweizer Rechtsanwaltskollegen dabei, die dann zu verschiedenen Themen sprechen oder ansonsten natürlich auch gerne jederzeit ein Beratungsgespräch buchen.
Uiguren. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich hoffe, dass dieser kleine Schwank aus meinem Leben, diese kleine Anekdote für dich unterhaltsam war und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.